Auch in diesem Jahr haben wir unseren mehrwöchigen Sommerurlaub wieder hier am Gardasee in Italien verbracht. Diesmal auf dem Campingplatz Bella Italia in Peschiera del Garda, zu welchem bald auch noch ein ausführlicheres Video erscheinen wird. Und unter außergewöhnlichen Umständen, nämlich inmitten der schwersten Dürre in Italien seit 70 Jahren, gepaart mit einer langanhaltenden Hitzewelle mit Temperaturen um die 40 Grad Celsius. Aber dazu dann mehr in unserem zweiten Teil des Fazits zu unserem Faltcaravan-Setup. Also unbedingt den YouTube-Kanal abonnieren, falls du dies nicht schon getan hast. Nun aber direkt zur Roomtour durch unseren Camplet Passion Faltcaravan. Viele von euch haben mich im Vorfeld gebeten, in der diesjährigen Videotour durch unseren Faltcaravan etwas mehr auf die Stauräume, wie beispielsweise unsere Schränke, einzugehen und so zu zeigen, was wir wie und wo genau in aufgebautem Zustand verstaut haben. Falls nach diesem Video allerdings noch Fragen offen sind, so kannst du diese gerne jederzeit unten in die Kommentare schreiben und ich werde diese dann umgehend und ausführlich beantworten. Der von uns ausgesuchte, größtenteils schattige Stellplatz war leider etwas zu klein, um auch noch unser Auto unterzubringen, weshalb dieses in der Regel auf einem kostenlosen Parkplatz direkt neben den Sanitäranlagen steht. Wie gewohnt haben wir unsere geräumige Küche nach draußen geschwenkt und schattig unter dem Küchenwohndach platziert. An der Zeltseite steht unser bereits bewährtes Trio aus Mülleimer für den Restmüll, Mülltrenner für Dosen, Glas, Plastik, Karton sowie die neue etwas geräumigere Kompressorkühlbox. Auf der Küche neben den beiden Gaskochern stehen bereits griffbereit das Kochbesteck, unser praktischer Gasgrill und der faltbare Geschirrabtropfständer für den späteren Abwasch. In der linken Küchenschublade findet man die von zu Hause mitgebrachten Gewürze, Kochblumen, Topfuntersetzer, Schneidbretter sowie die abnehmbaren Griffe und ein Sieb für all unsere Töpfe und Pfannen. Im linken Küchenablagefach stehen dann die dazu passenden Töpfe und Pfannen, sämtliche Teller und Schüsseln, ein Maßbecher, Olivenöl, Balsamico, Honig sowie eine in der Hitze nur selten genutzte Kochschürze. In der rechten Schublade findet man das gesamte Besteck, Messer, Becher, weitere Schüsselchen, einen Anzünder, Geschirrtücher und weitere Verbrauchsmaterialien wie beispielsweise Alufolie, Ducktape und Schnur. Im rechten Ablagefach verstecken sich dann noch faltbare Schüsseln und Dosen, Multischneider und Multireibe sowie ein glücklicherweise noch nie zum Einsatz gekommener Feuerlöscher für den Notfall. Unter der Küche liegen dann noch ein paar Vorräte und an der mittlerweile leider nicht mehr lieferbaren optionalen Arbeitsplatte zur Erweiterung der Küche befindet sich noch die faltbare Abwaschschüssel mit Seife und Schwamm, da darin nach dem Kochen und Essen jeweils das schmutzige Geschirr landet. Auf der gegenüberliegenden Seite stehen dann unser Wäscheständer sowie der vollbeladene Bollerwagen, welcher stets abfahrbereit für den Strand oder die Poolanlagen ist. Damit geht es bereits ins Esszimmer unter dem Sonnendach respektive im Vorzelt, welches mit einem großen ultraleichten Tisch sowie bequemen Stühlen für unsere vierköpfige Familie ausgelegt ist. An der Decke hängen mittig ein Deckenventilator sowie eine dimmbare Lampe, deren Schalter hinter dem Küchenhänger an der Zeltwand angebracht sind. Am hinteren Gestänge hängen insgesamt 3 Mantelgestelle für diverse Jacken, Mützen und Taschen sowie eine Powerbank, welche über den gesamten Urlaub hinweg unsere Außenbeleuchtung in Form einer LED-Kette speist. Direkt darunter steht ein kleiner Campingschrank mit jeweils einem Fach für Spiele und Malsachen, 2 Fächern für weitere unverderbliche Vorräte und beispielsweise Wäschetabs. An der Seite haben wir zudem praktischerweise unsere Beinauflagen verstaut, welche in der Regel erst zum Einsatz kommen, wenn unsere beiden Kinder bereits im Bett sind. Auf der gegenüberliegenden Seite hängt unser neuer, etwas kleinerer Organizer mit Platz unter anderem für Sonnenbrillen, Fliegenklatsche, Papierkram, Mücken- und Sonnenschutz sowie Haarbürsten und Feuchttücher. Direkt darunter findet man dann noch all unsere Schuhe respektive Badelatschen. Im Wohnzimmer respektive Hauptzelt ist es dank den 2 im Zeltdach integrierten Lichtstreifen trotz geschlossener Gardinen immer schön hell. Wie gewohnt findet man bei uns links und rechts am Gestänge jeweils 2 große Hängeschränke mit frischen Kleidern sowie einen Top-Organizer für die bereits getragenen Kleider, welche noch nicht gewaschen werden müssen.
Die Hängeschränke werden bereits zu Hause komplett beladen und sind während der Reise in der Dachbox unseres Autos verstaut, sodass diese auf dem Campingplatz nur noch ans Gestänge gehängt werden müssen, ohne etwas umzuladen. Jedes Familienmitglied hat übrigens seinen eigenen Hängeschrank, welcher wie folgt ausgestattet ist. Im obersten Fach findet man sämtliche T-Shirts, im zweiten Fach alle Hosen, im dritten Fach die Unterwäsche und im untersten Fach Sonstiges wie beispielsweise Pyjamas oder in meinem Fall zur Sicherheit eine Beinschiene, falls ich mal wieder im Urlaub das Fußgelenk überdehne. In der Mitte der Zeltfront steht unser großer Campingschrank mit Shampooflaschen, Kulturbeuteln, Medikamenten und Gute-Nacht-Geschichten auf der einen und elektrischen Gerätschaften wie Pumpe und Akkuschrauber, Hygieneartikeln und Mitbringsel für Freunde und Verwandtschaft auf der anderen Seite. Auf dem Schrank stehen wie immer unsere Heizung, diesmal ein spontan angeschaffter 4G-Router, da das WLAN auf diesem Campingplatz leider zum Arbeiten nicht ausreicht, und eine ebenfalls spontan angeschaffte LED-Laterne, damit unsere Kinder während den dürrebedingten Stromausfällen auch die unbeleuchteten Sanitäranlagen aufsuchen konnten. Direkt darüber hängt eine unserer zwei neuen 16 Volt Steckleisten, welche die elektrischen Geräte auf dem Schrank sowie im Vorzelt versorgt. Dessen Kabel geht über die Mittelstange in Richtung zweite Steckleiste zwischen den beiden Schlafkammern, welche unter anderem das an dieser Stange angebrachte Licht und den zweiten Deckenventilator betreibt. Ganz am Ende der Mittelstange hängt dann noch unser viertes Mantelgestell mit den Bademänteln und Badetüchern für die abendliche Dusche vor dem Schlafengehen. Auf der anderen Zeltseite befinden sich ein aufblasbares Sofa mit Couchtisch, eine primär von den Kindern genutzte Notfalltoilette für die Nacht sowie in der Ecke ein Wäschekorb für die Kleider, die gewaschen werden müssen. Neben dem Sofa liegen in der Regel die Spielsachen der Kinder, sofern diese nicht gerade genutzt werden, sowie unsere bei Temperaturen um die 40 Grad unverzichtbare Klimaanlage, welche praktischerweise auch dafür sorgt, dass die Mücken das gesamte Hauptzelt meiden. Darüber hängt dann wieder die bereits erwähnte Kombination aus Hängeschränken und Top-Organizer, diesmal einfach mit den Kleidern der Kinder. Pro Seite hängen übrigens je ungefähr 15 Kilogramm am Gestänge, ohne dass dieses Schaden nimmt. Zumal man die einzelnen Hängeschränke sowieso nicht überladen sollte, da uns schon einige geschrieben haben, dass deren Nähte ab 10 Kilogramm den Geist aufgeben. Unsere Hängeschränke sind übrigens in der Regel zwischen 4 und 8 Kilo schwer beladen, wobei wir mit jedem Campingurlaub weniger unnötige Kleider mitschleppen. Dies bringt mich zu den letzten beiden Zimmern unseres 4,5 Zimmer Falthauses, nämlich der beiden Schlafkammern, welche jeweils mit 2 Kopfkissen und 2 auch zur Bettdecke umfunktionierbaren Schlafsäcken ausgestattet sind. Sowohl Fenster als auch Türen sind hier vom Faltkammern aus nochmals mit Moskitonetzen ausgestattet, und falls die Kinder bereits schlafen, kann man die Schlafkammer auch noch komplett schließen, damit die Kinder nicht gleich geweckt werden, wenn man das Licht einschaltet. Im Elternschlafzimmer befindet sich dann noch der Zugang zum von uns nicht genutzten integrierten Schrank mit Garderobenstange zwischen den beiden Schlafkammern. Wir nutzen diesen Durchgang jedoch dazu, das Kabel für unser Vierfach-USB-Ladegerät durchzuführen, welches die beiden Ladestationen für unsere Smartphones und Smartwatches sowie 2 Universalkabel für sämtliche anderen akkubetriebenen Geräte versorgt. Hinter der Schlafkabinenblende verstecken sich mittig übrigens auch noch die Schalter für den Deckenventilator und das dimmbare Licht im Wohnzimmer und auf der rechten Seite der Stromkasten des CE-Kabelsets, welches die Steckleiste zwischen den Schlafkammern, die Kühlbox draußen in der Küche und ab und zu noch einen Föhn für die weiblichen Familienmitglieder mit Strom versorgt. Falls dir das Ganze jedoch etwas zu schnell ging, kein Problem, unter der einfach zu merkenden URL falt.house/setup, welche praktischerweise auch in der Videobeschreibung verlinkt ist, findest du unser komplettes Faltkarawan-Setup bis ins letzte Detail aufgelistet, inklusive Gewichtsangaben und wo was beim Transport genau verstaut wird. Und falls dies immer noch nicht alle Fragen beantworten sollte, ab damit in die Kommentare unter dem Video, damit ich die Antworten dazu schnellstmöglich nachliefern kann. Damit sind wir am Ende der diesjährigen Roomtour unseres Camp Le Passion Faltkawans angelangt. Bis zum nächsten Video und frohes Campen!